Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe Meine Nachtgedanken gelten auch am Tage. Bevor ich mit den eigentlichen Gedanken beginne, eine kurze Anmerkung. Und zwar im letzten Video hatte ich ja den Link zu dem Titel von Chris Rea hinterlassen. Und als ich mir dieses Lied nach langer Zeit mal wieder angehört habe, sprang mir jetzt die erste Textzeile regelrecht ins Gesicht. Look deep into the April face. Und da schoss es mir in den Kopf. Haben wir wirklich den Monat, den wir laut Kalender haben? Der Kalender, den wir kennen, wurde ja, und das ist kein Geheimnis mehr, total gefälscht. Und ich hatte überlegt, ob ich verändert sage. Aber nein, verfälscht. Und ich denke, dass die Fälschung der Zeit, Monats und möglicherweise Jahresangaben alles andere als zu unserem Vorteil geschah. Aber warum etwas verfälschen, was niemanden schadet? Wo liegt da der Sinn? Und hat es möglicherweise mit den heutigen Verbrechen dieser komplett irren Psychopathen zu tun, die ja auch immer noch die Wahrheit fälschen oder verdecken wollen? Die so erbärmlich krampfhaft versuchen, ihr Lügengebäude aufrecht zu erhalten, das aber immer mehr zusammenfällt. Verlorene Gedanken ist der Titel dieses Videos, und diese verlorenen Gedanken widme ich all jenen, nämlich den maßgeblichen Verursachern, dem Gesindel, das deren Befehle in die Tat umsetzt, Chemikern, die diese Giftbrühe immer weiter mit Zusatzstoffen versehen, Hersteller dieser Giftbrühe, Piloten, die an den Türmen arbeiten und das Gift rausballern, Besitzer dieser Einrichtungen, Unterstützer aus der Politik, all dem Gesindel, das sich selbst als very important person bezeichnet oder von Kleingeistigen so genannt wird, den Lügenpropagandasendern, denjenigen, die das Wetter vorhersagen, dieses künstliche Wetter, das auf die Sekunde genau passt, und die so weitsichtig sind, dass sie bereits am Montag wissen, wie das Wetter am nächsten Sonntag sein wird. Dann den schmierigen Mitläufern, die selber nicht merken, dass sie nur benutzt werden, den Realitätsverweigerern, die ignorant durch ihr Dasein gehen, diejenigen, die nur sich selbst lieben und dabei ihren Hass auf sich selbst auf alle anderen projizieren. Und zu guter Letzt den Zombies. Tja, warum verlorene Gedanken? Weil jeder Gedanke, der an die verschwendet wird, ist ein verlorener Gedanke. Er führt ins Nichts. Denn jeder Gedanke ist Energie und nährt somit auch das Übel. Also wem sollten wir im weiteren Verlauf unsere Gedanken widmen? Vornehmlich allen, die wie wir sind, aber auch denen, die aus eigenem Willen heraus ihre Augen und ihren Verstand öffnen und auch benutzen, so dass sie wir werden. Alles, egal was es ist, kommt immer aus dem Inneren. Ich kann mir zwar eine Maske überstülpen, die mein wahres Gesicht vor anderen verbirgt, aber mein eigentliches Gesicht verändert sich deshalb nicht. Deshalb ist es ja auch für den einen oder anderen so befremdlich, plötzlich das, ich sag mal, wahre Gesicht von jemandem, auch Nahestehenden, zu sehen. Denn da gab es und gibt es sehr viele Entzweiungen. Die eigene Mutter, der Vater,
die Schwester oder der Bruder oder möglicherweise sogar die Tochter oder der Sohn, scheinen uns plötzlich fremd, wenn es um Chemtrails und die damit verbundene, verlogene Berichterstattung der Propagandasendern geht. Natürlich betrifft das auch alle anderen Themen, die in meinen Augen kompletter Irrsinn sind. Das ist alles so krank und wir sollten aufhören, diese Krankheit zu pflegen, indem wir bei den Zombies versuchen, die Symptome zu heilen. Jede Krankheit hat eine Ursache. Doch auch wie im Falle einer normalen Krankheit bekämpft Mensch die Symptome und lässt die Ursache Ursache sein. Unsere Heilmittel gegen die Ursache scheinen gering. Doch der eine oder andere, der mit seinen eigenen Heilmitteln gegen die Ursache vorgeht, verteilt eine sehr bittere Pille. Und deren Wirkung verstärkt sich immer mehr auf der ganzen Welt. Wir können einen, der mittels Gehirnwäsche in Lethargie verfallen ist, nicht wieder zu einem normal Denkenden machen. Das könnte er nur selbst. Doch je länger jemand in der Lethargie weilt, desto schwerer wird es natürlich oder beziehungsweise unmöglich, da wieder rauszukommen. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und was so schön einfach erscheint, muss nicht verändert werden. Bequemlichkeit heißt das Zauberwort. Die momentane Lage zeigt aber deutlich, dass sehr wohl aus Menschen, die einen normalen geistigen Zustand hatten, von Psychopathen zu endlos Verblödeten gemacht wurden. Und ich frage mich immer noch, wie? Ich denke, der Ursprung liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Im Falle des Geländers ja Jahrhunderte. Wenn ich an die 80er Jahre denke, wünsche ich mir diese Zeit zurück. Natürlich gab es ja schon Bekloppte, aber so mancher von denen hatte einen gewissen Charme, der einem ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Heute schüttelst du nur noch unaufhörlich mit deinem Kopf und bittest insgeheim, jemand möge diesen schlechten Film endlich abstellen. Wir sind alle unterschiedlich alt, aber jeder von uns kann definitiv davon ausgehen, dass er von Geburt an belogen und getäuscht wurde. Und das von einem System, dessen Mitglieder sich ändern, aber nicht deren Absichten. Nämlich die folgenden Absichten: klein halten, besänftigen, wenn nötig, einschüchtern oder ganz auslöschen. Brot und Spiele, das wird geliefert. Nach meiner Auffassung verschärft seit Mitte der 90er. Ein Fresstempel neben dem anderen. Ständig blinkende Leuchtreklamen, die auch immer schneller wechseln. Vorher gut funktionierende staatliche Unternehmen wurden eingenommen und systematisch marode runtergewirtschaftet. Dank der neuen Betreiber, deren einzige Nahrung Geld heißt. Ja, deren Nahrung ist Geld, und genau daran werden sie auch eines Tages ersticken. Und kaum ist ein leises Murren aus der Masse zu vernehmen, kommt prompt die nächste Beschäftigung, in welcher Form auch immer, bis das letzte leise Murren verstummt und augenscheinlich wieder alles schön ist. Aber dieses Murren wird nun langsam immer lauter. Und so sehr sich diese Verbrecher auch anstrengen, es verstummt nicht mehr. Fallen 2 aus, tauchen 4 an einer anderen Stelle wieder auf. Und damit meine ich die noch nicht zu Zombies mutiert wurden. Menschen, die langsam aufwachen. Die zwar auch nicht unbedingt den Blick gen Himmel richten, aber die den Lügnern die Maske runterreißen.
indem sie deren Lügengeschichten immer mehr belächeln und somit nicht mehr glauben und den Kern hinterfragen. Alle können das nicht, so soll es auch sein. Für die kommende Zeit sind diejenigen wichtig, die standhaft in ihrem Glauben und stark in ihrer Natur sind. Diejenigen, die eine unbändig mutige, liebevolle Seele in sich haben. Diejenigen, die, sobald sie über ihre Schatten gesprungen sind, nicht mehr umkehren. Mit dem Wissen, dass sie vielleicht das eine oder andere hinter sich lassen müssen. Trennungen jeglicher Art bedeuten, einen Teil des Weges gemeinsam gehen, aber wenn die Zeit kommt, zögere nicht, einen anderen zu gehen. Denn auch dort triffst du wieder auf andere und eines Tages werden wir alle den gleichen Weg zusammengehen. Nun gut, auch heute wieder in der Beschreibung einen Link zu einem Musikvideo. Fühlt euch frei, es euch anzusehen. Und dann sag ich mal, in diesem Sinne, bis dahin.